Ja, hallo liebe Leute, neues Video, wieder mit dem Atmel-Chip Atmel 13. Und zwar, ich habe hier, ich blende das mal gerade ein. So, ich habe hier die Schaltung ein bisschen abgeändert. Und zwar, da sind jetzt hier einfach nur Stecker drauf, keine Leuchtdioden mehr, Widerstände brauchen wir auch nicht mehr. Und zwar hier soll halt ein Signal für die Ansteuerung eines Modellflugservos erzeugt werden, und das machen wir mit solchen Servos hier. Die können wir gleich dann auch da anschließen. Ich habe das natürlich schon mal gemacht, aber ich mache das jetzt wirklich hier von der Pike auf. Ich habe mir nichts notiert, was die Werte angeht. Das rechnen wir alles aus, dass ihr auch mitkriegt, wie man sowas macht. Eine wichtige Sache ist die, der Chip war von seinen internen Fuses, das sind so, Fuse ist an sich eine Sicherung, so Drähte, die man durchbrennt, ist aber nicht so, das ist auch alles wieder zurückbaubar, diese Fuses. Da habe ich das jetzt so eingestellt, die Taktrate für den Counter, die war mit 8 durch 8 geteilt, und die ist jetzt direkt auf dem Counter. Das heißt, der Counter zählt jetzt mit 9,6 Megahertz, und da muss man halt dran denken. Aber wie gesagt, ich mache noch. Also wir haben einmal hier das Programm in seinen Anfängen. Das heißt, hier haben wir das, was wir letztlich auch gemacht haben, diese ganzen diese Befehle zu den Interrupt-Routinen und zum Reset. Dann haben wir hier die nicht genutzten Interrupts, darunter ein Return vom Interrupt, die Reset-Routine, die fangen wir nochmal neu an, und dann haben wir hier noch den Interrupt für den Timer 0 Overflow. So, das ist im Moment erstmal alles gelöscht. So, jetzt fangen wir an. Ich mache am besten nochmal das Handbuch auf von dem Prozessor. Wo haben wir das? Download-Verzeichnis, da Downloads, und dann ist das unter AVR. Ich habe das unter AVR gepackt. Mikrochip ist viel weiter runter. So, da haben wir hier Tiny 13, das machen wir noch dazu auf. So, dann haben wir hier das Programm, und ich habe schon mal ein Oszilloskop angeheizt, den brauchen wir gleich auch. So, dann legen wir los mit der Reset-Routine. Was müssen wir da machen? Okay, da müssen wir jetzt alles setzen, was das Programm so benötigt. Und das Programm, das benötigt erst einmal einen Output-Port. Das ist der Port B, den wir da nutzen. Und da richten wir das jetzt so ein, dass alle Ports Ausgang werden. Das heißt, wir machen erstmal ganz wichtig, das machen wir hier oben. Da machen wir erstmal ein paar EQs, kommen dahin, also Konstanten. Da habe ich jetzt noch keine im Moment, aber hier kommt erstmal .def. Temp gleich R16. Mit dem fangen wir an. Und dann müssen wir dann hier einfügen LDI, so Temp 16, LDI Temp, so 0x3f, und das soll jetzt für den Ausgang sein. Das heißt out ddrb müsste das sein. So, wir können das immer testen. Das heißt, ich habe ja hier jetzt das eingestellt, dass wir hier einfach kompilieren können. Und dann sieht man hier, da ist ein Error drin. So, Kompilierung. Out needs a second operand. Ja, natürlich braucht er einen second operand, und zwar temp. So, das ist kompilieren ist einfach F8 drücken, und da sieht man jetzt, okay, das habe ich schon richtig gemacht. So, dann setzen wir den Output-Port, den setzen wir gleich erst, weil das fängt mit 1 an, nicht mit 0, wie man das so gewöhnt ist.
Jetzt kommen die Programmierungen für den Timer. Das ist jetzt nicht ganz so easy, das haben wir beim letzten Mal schon gemerkt. Und zwar hier Timer Counter. Da haben wir hier die Register CCCR0A. Das bleibt 0. Den muss man nicht unbedingt setzen, aber man kann ihn setzen. Ich mache es einfach mal LDI temp, 0 out TCCR0A, temp. So, dann kommt es zum zweiten Register. Da wird es jetzt ein bisschen anders. Und zwar, da müssen wir uns jetzt hier überlegen, was für einen Timer wir nehmen. Man nimmt jetzt den Taschenrechner und rechnet einfach mal aus, 1 geteilt durch und dann 9,6 MHz, das heißt 96000, das sind 96.960, das sind 9,6 Millionen, das sind 0, und dann haben wir hier, ich meine 6 Nullen und 104. So, den Wert merkt man sich einfach. Ich habe den auch irgendwo gestern notiert gehabt, aber das ist weg. Habe ich ihn hier? Ne, habe ich was für 8 MHz aufgeschrieben. Aber wie gesagt, das sind, da mache ich mir jetzt gerade noch mal einen Editor auf. Und dann schreiben wir das hier rein. Zyklus 0,1234560104 Sekunden. So, dann, was wissen wir noch? Das schreiben wir auch hier rein. Also, das Signal geht von 9 Millisekunden kleinster Impuls bis 2, ich sag jetzt einfach, ne, 2,2 waren es, ne? 2,1 war es. Millisekunden größter Impuls. Und das bedeutet, dass wir Impulsdifferenz von 1,2 Millisekunden haben. Gut, dann können wir hier rechnen. Wir müssen jetzt die Frequenz ausrechnen. Wir haben diesen Zyklus von 0,00104 Sekunden. Und wie viele Schritte braucht denn 9 Millisekunden? Das heißt, 9 Millisekunden ist 0,0. So, das sind die 10er, die 100er. Und da kommt die 9 hin. Das sind 9 Millisekunden, wenn ich richtig sehe. Zehntel, ja. 9 Millisekunden geteilt durch dann 0,123456104. Da kommen wir auf 86.568. Und dann geht man einfach her und sagt, was ist denn, wenn ich den Counter mit einem Prescale von 64 laufen lasse? Da habe ich mich irgendwo verrechnet. Machen wir es nochmal. 0, so. Das sind nicht 9 Millisekunden, der kleinste Impuls natürlich, sondern das sind 0,9 Millisekunden. Da war der Rechenfehler. Das heißt nicht 009, sondern 0009 geteilt durch 0,123456104. So, das teilen wir durch 64 und dann kommen wir auf 135. Dann setzen wir uns das erstmal als Konstante ins Programm. Und zwar, das machen wir hier über dem Def. Da machen wir jetzt rein einen Punkt .eq. Und zwar wie nennt man das? Delay 09 gleich 135. So, dann haben wir noch ein Delay, und zwar,
Wir haben die 1,2 Millisekunden, das, was da maximal dran kommt. 1,2 des Millisekunden, also 0,0012 geteilt durch 0,00000104 geteilt durch die 64 Vorteile, und das sind 180. Okay, dann schreiben wir das jetzt auch hier rein. Das heißt Punkt EQ Delay 1,2 gleich 180. Dann haben wir die Prescaler. Das heißt, wenn man jetzt hier in die Anleitung guckt, dann haben wir hier die Prescaler. Sind das, soweit ich weiß? Und da haben wir sie. So, wir müssen das durch 64 teilen. Das heißt, Prescale 1 nicht den, das ist 3. So, den schreiben wir auch hier rein. Gleich 0x03. So, jetzt haben wir ja noch den Zeitpunkt, den Zeitraum, der danach kommt. Das sind, wie gesagt, 20 Millisekunden minus dem ganzen Signal vorne. Maximal sind es also 20 Millisekunden minus 0,9 minus 1,2. Also 17,9 Millisekunden. So, geteilt durch 0,000000104. So, geteilt durch 64. Nochmal, das hätte ich durch 1000 teilen müssen. Also 20 minus 0,9 Millisekunden minus 1,2 Millisekunden geteilt durch 1000 natürlich Millisekunden und dann geteilt durch 0,000000104 geteilt durch 64 sind 2689. So, wenn wir das jetzt durch 4 teilen, kommen wir auf 672. Dann gucken wir uns nochmal die Prescaler hier an. Also das wäre durch 256. Das wäre immer noch viel zu viel. Durch 8. 336. Ich bin da gestern auf was anderes gekommen. Okay, schauen wir mal. Machen wir die 2 Millisekunden. Die 20 Millisekunden ist das Signal. Das heißt, das sind Millisekunden da. Also ist das geteilt durch 0,000000104. So, geteilt durch 256 ist, ja, das passt schon, geteilt durch 487. Also wir nehmen dafür, ich werde den nicht anpassen von der Länge, ich werde den immer gleich lassen, und da nehmen wir hier den Prescale, das ist die 5, das heißt den Prescale 5. So, Prescale 2, nimmst einen Punkt EQ vor. X05. So, dann haben wir aber, das muss man ja auch richtig schreiben, Delay 12, und dann haben wir noch einen Punkt EQ Delay 20, nenne ich das mal gleich. Auf den Taschenrechner schauen. 188. Gut. So. Müssen wir ins Gini wieder zurück. 100. Irgendwie 188. Gut. Das sind die EQs.
Hier werden noch ein paar Temps zukommen. Machen wir weiter beim Reset hier. Also, ich setze jetzt erstmal den LDE Temp, Prescale 1 out. Dann ist das TCC so. TCC R0B und das eine ist, glaube ich, 0A. Das heißt, da waren wir auch noch falsch. So, TCC R0A und hier TCC R0B, Temp. Haben wir den Prescale gesetzt. Dann muss jetzt der Counter beim ersten Aufrufen für die 0,9 Millisekunden gesetzt werden. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Und zwar, da mache ich Folgendes. Ich setze den Temp LDI 0xF Temp, 0xFF, dann Subi Temp, Delay 09 und das wird ausgegeben auf den Counter selbst. Das heißt out. Da muss ich nochmal in die Anleitung gucken. Ist es das? Timer Counter Interrupt? Nein, das ist es nicht. Timer Counter. Register B. So, Timer Counter Register TCNT0 ist das. Okay. Out TCC TCNT0 TCNT0. Oh, das ist 0, Temp. So, dann müssen wir noch die Interrupts für den aktivieren. Das heißt, hier haben wir das Timmask, das ist das Bit 2 setzen. Das heißt LDE Temp, 0x2 0x02 und out. Timmask 0, Flag. Nicht Flag, sondern Temp. So, wichtig ist noch die Sache, das mache ich am besten ganz am Anfang, das Statusregister. Die Interrupts, da müssen wir nicht reinschauen, aber hier bei System Control war das, soweit ich weiß. Statusregister und da ist, das ist es aber nicht, Watchdog. So, Sleep Mode, Setting, VR, das ist wie immer. Watchdog Timer, Register.
Statusregister, da ist es doch. SREC und da muss hier eine 1 rein. Das ist das Global Interrupt Enable. Okay, also LDI temp, 0x80 und out SREC, temp. So, das haben wir drin. Das haben wir drin. Dann machen wir SEE. Dann machen wir hier einen Loop. Nope. 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 Jump. Loop 1. So, mit dem Teil sind wir fertig. So, jetzt kommt der Teil, der wesentlich aufwendiger ist, und zwar, was muss der Timer machen? Der Timer wird ja aufgerufen, wenn dieser Overflow, wenn der abgearbeitet ist. Und hier brauchen wir jetzt, der Timer muss verschiedene Modi beherrschen. Also deswegen gehen wir erstmal hier hin und definieren uns hier, was wir haben. Also wir haben ein weiteres Register, was wir nutzen, das nenne ich Mode, gleich R17. So, dazu schreibe ich sofort, was für Modes das sind, damit man, und eventuell mache ich direkt Definitionen dazu. Also wir haben, ich kann direkt die Definition drunter machen. Punkt EQ und da machen wir Mode 09 gleich 0. Und das ist Delay 0,9 Millisekunden. Dann haben wir Mode 12 gleich 1 und das ist Delay 1,2 Millisekunden Max. Der muss ja geändert werden, das ist nur ein Max-Wert. Beziehungsweise der Mode ist natürlich richtig, aber okay, so, das ist falsch geschrieben hier. Dann haben wir Punkt EQ. Dann haben wir noch den Mode 20 gleich 2 Delay 20 Millisekunden. So, mehr brauchen wir jetzt im Moment nicht. Wir müssen den Mode am Anfang hier setzen. Das heißt LDI Mode gleich 0 oder Mode gleich Mode 09. So, dann jetzt ist der Zähler abgearbeitet. Erstmal wird ein CLI gemacht, damit keine weiteren Interrupts auftreten können. Und jetzt geht es hier weiter. So, wieder angemacht. Ich habe mal gerade einen Schluck Kaffee genommen. Das müsst ihr nicht hören. So, dann, was machen wir hier? Hier muss jetzt eine Abfrage rein. Das schreibe ich auch hier schön hin. Machen wir für den Anfang Abfrage nach den Modes. Und zwar compare Mode, 0 oder Mode 09. So, dann Branch not equal oder BRNE wird das geschrieben. Und da machen wir, die nennen wir jetzt Labels, nicht Loop. Also Label 1. Machen wir schon mal hier hin. Label 1, Doppelpunkt. So, hier Mode 09 aktiv. Nee, nicht aktiv, sondern ist abgearbeitet. Also, der Mode 09 ist abgearbeitet. Was muss passieren? Passieren muss Folgendes. LDI Mode gleich Mode 12, weil nach dem 09er kommt der 12er. Und mehr an sich nicht. By the way, doch. Ich mache jetzt hier erstmal die Verzögerung für die 12 Millisekunden
so rein, wie sie sind. Das heißt, ich lade LDI Temp, Delay 12. Ne, Quatsch. 0xFF. So, dann Subi Temp, Delay 12. Und das wird jetzt in das Portregister geschrieben. Das heißt out tcnt0, temp. Und dann können wir hier einfach ein SEI Reti reinschreiben. So, dann geht es hier weiter mit dem Label 1, aber das habe ich ja schon gesetzt. Das heißt, das holen wir uns jetzt hier ran. So, Label 1, da geht es weiter. CPI Mode, Mode 12, BRNE Label 2, Label 2. So, da geht es jetzt weiter. Das ist Mode 12 abgearbeitet. So, was muss da geschehen? Da muss einmal Mode gleich Mode 20 werden. Mode, Mode 20. Und dann wird jetzt der Prescaler umgerüstet. Und zwar LDI Temp, Prescale 2 out TCCR. So. TCCR0B. Temp. Damit haben wir den Counter langsamer gemacht. Dann wird der gesetzt mit dem Delay. Da haben wir ein Delay 20, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, das geht genauso hier in LDI Temp, 0xFF, Subi Temp, was haben wir? Delay 20. So, dann kommt noch was Wichtiges, und zwar ab dem Zeitpunkt wird das Signal auf 0 gesetzt. Also dann geht der Impuls nach unten. Also müssen wir auf den Port was anderes ausgeben. Das heißt LDE Temp, 0x00 out. So, da komme ich immer ein bisschen durcheinander, deswegen gucke ich mal das hier lieber an. Ich glaube, das habe ich ganz hier oben gemacht. TCCR0A, nee, der ist es nicht. Der Port natürlich. Habe ich den Port hier überhaupt schon gesetzt? Oder habe ich das vergessen? Den habe ich glattwegs vergessen. Das heißt, wir müssen hier noch reinsetzen, dass wir den Port setzen. LDI Temp, 0x3F out Port B, Temp. So, und dasselbe müssen wir hier machen. Out Port B, Temp. Damit wird der auf 0 gesetzt. Ich habe im Moment, mache ich wieder alle an und aus. So, haben wir. Dann muss noch was gemacht werden. Also wir haben den Mode umgesetzt.
Wir haben ausgerechnet den Delay, wir haben den Prescaler umgesetzt und wir haben den Port nach unten geholt. Dann kommt hier auch ein SEI und Reti. So, und dann kommt hier das Label 2. Und das heißt, fertig. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder umrüsten auf den Mode 09. Das heißt LDI Mode, Mode 09. Dann so, der Port muss gesetzt werden. LDI Temp, nicht der Port, Temp. Ne, Mode 12 abgearbeitet. Okay. So, das schreiben wir hier. Das ist Mode 20 abgearbeitet. Ist das nämlich so. Der Mode 09, dann haben wir LDI Temp, 0 XFF sowie Temp, Delay 09 und Out. So, da haben wir es auch vergessen. Out TC NT0, Temp. So, und das müssen wir hier natürlich auch machen. Out TC NT0, Temp. Also der Mode 09 wird gestartet. Das Signal muss wieder High werden. Das heißt LDI Temp, 0x3f und Out Port B, Temp. So, müssen wir gerade hier mit den wir haben das gesetzt, ausgegeben, wir haben noch den Port umgesetzt, ja, ist korrekt. Und dann können wir hier auch ein SEI und ein Reti reinsetzen. So, dann erster Test wird jetzt mit dem Oszilloskop gemacht. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal, ob das kompiliert wird. Das heißt F8. Und da sind 2 Error-Messages. Bei so langen Sachen ist das völlig normal, dass man da mal was falsch macht. Da haben wir einmal Zeile 54. Das gern gesehener Fehler bei mir. Da habe ich ein Gleich statt ein Komma. Und dann haben wir dasselbe wahrscheinlich in 70 nochmal. Ja, da haben wir es nochmal. Ein Komma. So, dann F8. 0 Errors. Wir können jetzt das Programmiergerät anschließen. So, wichtig ist bei dieser Platine hier, dass da gehen schon mal Drähtchen raus. Ich habe gestern das gehabt, dass hier das Plus einfach rausgeflogen war. Und dann ging die Programmierung nicht. Ich dachte, oh, alles kaputt. Nee, es war nur das Drähtchen. Das war jetzt auch wieder ein bisschen locker. So, dann schließen wir das Programmiergerät an. So, das ist jetzt dran. Und Spannungsversorgung, da haben wir Minus oben, also kommt das so rum. Sehe ich richtig? Ja, sehe ich richtig. Wird einfach angeschlossen. Und dann gucken wir mal Shift F9 auf der Tastatur. Und er hat es direkt geschrieben. Das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt hole ich mir hier einen Kanal vom Oszilloskop. Nehmen wir ruhig den ersten Kanal, den gelben. Und wechseln wir gerade auf das Oszilloskop. Und
Ich brauche hier keine Masse anzuschließen, weil ich über das Programmiergerät hier eine Masseverbindung zum Oszilloskopen habe. Und das hier, das müsste derjenige sein. So, da müssen wir jetzt hier noch ein bisschen basteln. Warum? Keine Ahnung. Das ist nur vom Trigger her. Das stellen wir auf normal um. Dann gehen wir hier mal in der Zeitbasis ein bisschen anders. Also ganz so richtig sieht das nicht aus. Aber es kommt auf alle Fälle ein Signal. Dann schauen wir uns das Programm nochmal an. Also wir haben Delay 09, 135. Ich weiß, was vergessen worden ist. Und zwar, wenn der mit dem Mode 20 fertig ist, muss noch der Prescaler umgesetzt werden. Das heißt LDI Temp, Prescale 1 und Out TCC BR0B, Temp. So, einmal F8 drücken, dann Shift F9, ist damit programmiert und dann wechseln wir hin und da sieht man, das sieht schon völlig korrekt aus. Das ist jetzt das Signal. Wir können jetzt hier messen, das heißt, wir gehen in der ein bisschen passendere Scale. Fangen wir hier an und messen nach hier. So, was haben wir da? 21,4 Millisekunden. Das liegt daran, dass ich eben nicht die 20 Millisekunden richtig eingegeben habe. Und hier, da haben wir die 2 Millisekunden ungefähr. Also das ist schon ziemlich gut. Man kann es mit den Werten natürlich noch rumspielen. Jetzt ist Folgendes. Jetzt möchten wir das Signal natürlich ein bisschen ändern lassen, weil die 1,2 Millisekunden ist ein Maximalwert. Das heißt, dann gehen wir hier oben hin und machen hier noch einen Punkt Def. Das nennen wir jetzt Position. Und das wird mit gleich geschrieben. Das ist dann das ist R18. Und dann haben wir Punkt Def Richtung gleich R19. Jo, dann mache ich noch ein paar Echos dazu. Position kann laufen von 0 bis Delay 12 und da brauchen wir nichts definieren, aber für die Richtung, da machen wir jetzt up und Echo up gleich 1 und EQ down gleich 0. So, die müssen wir dann noch setzen, die Richtung und die Position. Also wir fangen hier an, die erste Richtung ist ab, also LDI Richtung gleich der ab und LDI Position 0. So, da habe ich wieder das gleich da gesetzt. Okay, so fangen wir an und dann wird bei jedem Durchgang, der am Ende hier, wenn der Mode 20 abgearbeitet ist, da möchte ich halt die Änderung vornehmen. So, das heißt, da machen wir Folgendes, also CPI, also Compare, Richtung,
0 oder dir down BRNE Label 3. So, dann können wir jetzt sagen, okay, das ist nach unten, also wird Folgendes geschrieben: Deckposition. So, BRNE. Da können wir jetzt, müssen wir ein neues Label machen, Label 4. Und dann wird hier LDI Richtung so dir ab. LDI Position, 0. So. Dann SAI Reti. So, dann kommt das Label 3, aber nee, dann kommt erst Label 4. Das ist nee, das Label 4 kann im Prinzip hier rein, ne? Ja. Das brauchen wir hier nicht. Das haben wir dann erledigt. So, dann haben wir hier Label 3. Das ist die andere Richtung. Und da machen wir jetzt gucken wir mal Richtung dir down. Das ist dir up. Also da kommt rein Ink Position. So, CPI Position, Delay 12 und not equal Label 5. Und da kommt jetzt rein LDI Richtung down und LDI Position, Delay 12. Und das ist dann hier Label 5. SE müsste eigentlich funktionieren. Versuchen wir es. Erstmal gucken, ob ich alles richtig gemacht habe. 0 Errors, okay. Dann programmieren wir es und gehen wieder auf den Oszilloskop zurück. Ja, das müsste wesentlich deutlicher was tun. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich hier oben in der Ausgabe noch gar nicht die Position verwende. Das habe ich beim ersten Mal, als ich das ausprobiert habe, genauso den Fehler gemacht. Das heißt, wir haben ja hier, der Mode 09 ist abgearbeitet und dann wird hier Subitemp, Delay 12. Das ist aber Blödsinn. Sondern das ist Subtemp, Position. Weil das ist ja jetzt eine Variable, nicht mehr ein Festwert. So, gucken wir, ob das klappt. Jo, das klappt. Shift F9. So, ist programmiert. Und da sieht man, das klappt. Also, da wird jetzt das Signal, man kann jetzt das hier nach vorne holen. Und das heißt, damit kann man jetzt ein Servo ansteuern. Machen wir mal gerade. Also Oszilloskop klemme ich jetzt ab. Und das geht auch so. Das sollte auch so gehen. Wo habe ich mein Servo liegen gelassen? Hier.
Das heißt, das Servo kommt jetzt hier drauf. Der gelbe Anschluss hier, das ist das Signal. Das kommt dahin. Und dann packen wir jetzt das da rein. Und dann bewegt sich das Servo. Okay, das soll es auch zu diesem Video gewesen sein. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und einen Daumen nach oben, dann bekommt ihr solche Videos mehr angezeigt, nicht nur von mir in dieser Art. So, damit danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!